Ach, Deutschland. Grüne Wälder und saftige Wiesen. Halt! Was ist das? Halt, stopp! Es ist natürlich nicht alles scheiße in Deutschland. Ich nehme dich hier in diesem Video mit auf einen Spaziergang durch Bali und erkläre dir meine 13 Gründe, warum ich mich als 25-jähriger Softwareentwickler aus Deutschland abgemeldet habe und nun stattdessen als staatenlos Lebender durch die Welt reise. Doch erstmal Zeit für ein wenig Dankbarkeit. Ich bin dankbar dafür, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, weil wir ein zwar noch nicht perfektes, aber dennoch gutes Bildungssystem haben. Wir haben eine sehr gute Lebensmittelqualität, trinkbares Leitungswasser, gut ausgestattete Supermärkte und eine stabile medizinische Versorgung. Auch wenn es gerade nicht mehr so gut ausschaut, sind wir eigentlich auch für unsere gute Wirtschaft bekannt und wir sind eine Forschungs- und Innovationsnation. Der deutschsprachige Raum ist sehr groß und die deutsche Sprache ist auch über die Grenzen hinweg häufig anzutreffen. Wir genießen außerdem ein top internationales Ansehen und deshalb ist der deutsche Reisepass stets in den Top 3 der Rankings und erlaubt uns in 90% aller Länder visafrei einzureisen. Und auch wenn es die letzten Jahre hier stets bergab ging, ist Deutschland international gesehen doch ein recht sicheres Land. Warum ich dennoch lieber als staatenloser Perpetual Traveler lebe. Also erstmal, ich mag es warm. Ich lebe hier gerade auf Bali und hier sind einfach jeden Tag 30 Grad. Ich kann in T-Shirt raus und generell kann ich mir aufgrund meiner örtlichen Flexibilität nun immer das beste Wetter und Klima aussuchen. Das heißt, ich muss weder den schrecklichen Winter in Deutschland ertragen, noch zum Beispiel die Regenzeit hier oder in Thailand. Und falls es mich ja doch in die Kälte zieht, kann ich sie auch jederzeit wieder haben. Ich treffe auf Reisen auf eine viel unternehmerfreundlichere Mentalität, mit optimistischerem Weltanschauung und viel Mut für Neues. Und das ist besonders unter anderen digitalen Nomaden sehr ausgeprägt. Im Ausland gibt es weniger diese typisch deutsche Neidkultur, sondern mehr eine Mind-Your-Own-Business-Einstellung. Ideen werden supported, Erfolg wird gegönnt und geschätzt. Ich kann nun Geo-Arbitrage nutzen, das heißt, ich kann zu den besten Preisen dorthin gehen, wo ich am besten behandelt werde. Das heißt, Outsourcing von alltäglichen Dingen wie Essen kochen, Reinigung, Wäsche waschen und so weiter sind nun auch viel einfacher möglich, sparen wir unglaublich viel Zeit und erhöht die Lebensqualität immens. Es gibt außerdem viel offenere und freundlichere Kulturen. Zum Beispiel auf Bali wird man hier stets mit einem Lächeln begrüßt und der Service ist einfach um Welten besser. In Deutschland existiert eine übertriebene Sicherheitskultur und eine Gängelung oder auch Bemutterung seiner Bürger mit sogar autoritären Tendenzen. Dazu befolgen dann viele Bürger einfach blind und naiv teils sehr dumme Regeln, wie man zum Beispiel beim Thema Jaywalking sieht. Für mich ist das Kennenlernen von neuen Freunden und Gleichgesinnten auf Reisen generell viel einfacher. Ich kenne es in Deutschland oft, dass die Menschen viel noch mit denselben Freunden aus der Schulzeit abhängen und auf Reisen sind die Freundesstrukturen einfach etwas flexibler und man kann sich dennoch durch regelmäßige Reiserouten, Absprachen und das Internet gut langfristige und tiefere Freundschaften pflegen. Ich merke zudem selbst an mir, durchs Reisen bin ich viel offener, gehe mehr auf Menschen zu, auch weil ich mich permanent außerhalb meiner Komfortzone bewege und oft sogar darauf angewiesen bin. Doch warum habe ich mich nun komplett aus Deutschland abgemeldet? Also zum einen durch ausgeklügelte internationale Strukturen und das ständige Herumreisen als Perpetual Traveler zahle ich keine Steuern auf mein Einkommen mehr. Es bleibt also mehr von meinem verdienten Geld übrig, welches ich gezielt in meine persönliche und geschäftliche Weiterentwicklung investieren kann. Ich kann mich nun mit besseren Leistungen und günstiger als die gesetzliche Krankenversicherung behandeln lassen. Ich zahle für meine internationale Krankenversicherung im Komforttarif nur rund 90 € im Monat und bin überall auf der Welt Privatpatient. Ich muss keine irrsinnigen Dinge wie teure GEZ-Zwangsabgaben mehr zahlen und auch keine Kriege oder den überbürokratisierten und ineffizienten Staat mehr mitfinanzieren. Das Reisen ist sowieso mein liebstes Hobby und man erweitert so stets seinen Horizont, lernt leicht neue Sprachen und andere Kulturen kennen. Vermeintliche Sicherheiten wie das deutsche Rentensystem werden meiner Meinung nach auf die nächsten Jahrzehnte gesehen sowieso keinen Bestand mehr haben. Aber schaut euch dazu gerne mal mein letztes Video an, da gehe ich da sehr ausführlich drauf ein.
Ich sorge kurz gesagt lieber eigenverantwortlich für meine Rente durch Investments. Dabei erhalte ich sogar bei gleichen Raten eine viel höhere Leistung im Alter. Also schreibt mir gerne, ob ihr auch schon mal darüber nachgedacht habt, auszuwandern oder was euch noch in Deutschland hält. Ich bin wie immer für Feedback zum Video sehr dankbar und wir sehen uns beim nächsten Mal.